das war mein Schreibtisch und der sah so schlimm aus. Oh mein Gott, der schrie nach einem Makeover. Und damit ich auch weiterhin produktiv und motiviert bleibe, muss ich den einmal komplett umkrempeln. Ich brauchte unbedingt mehr Platz und mehr Organizer, weil ich meinen Schreibtisch auch als Schminktisch benutze. Und meine Wände mussten auch ein bisschen cuter aussehen. Und falls es bei euch zu Hause jetzt auch so aussieht, dann bleibt unbedingt dran. Okay Leute, first step, ich war online shoppen, damit ich auch alles habe für meinen Schreibtisch oder Schminktisch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr besser findet, wenn es ein Schreibtisch wird oder wenn es ein Schminktisch wird, weil ich weiß selber nicht so ganz, was es ist. Es ist ein Schreibtisch mit Schminkspiegel. Und ja, ich wollte, dass es mehr so aussieht wie auf Pinterest und nicht so wie auf der Müllhalde. Ich habe nämlich so schöne Schreibtische gesehen und auch Schminktische auf meinem Pinterest-Board. Und da habe ich so ganz viele Sachen mehr angelegt, ganz viele Pins gemacht und ich möchte, dass es genau so aussieht. Und ja, jetzt kommt ein Overview von den Sachen, die ich unbedingt brauche, um alles aus meinem Schreibtisch rauszuholen. Also so viel Platz wie möglich zu haben und so viele Sachen drauf zu kriegen wie möglich, weil ich halt diese 2 Sachen habe von meinen Schminksachen und von meinen Schreibtischsachen. Und ich habe jetzt hier hinter mir all meine Sachen, die ich bestellt habe für meinen Schreibtisch. Okay, ich mache jetzt ein Haul. Ich habe das alles bei Amazon gekauft. Ist nicht von Amazon gesponsert, leider. Aber ich versuche euch so viel wie möglich zu verlinken. Das hier hatte ich mir schon früher gekauft. Ich zeige euch das mal zuerst. Das ist so ein ganz kleines Klappregal. Und das kann man hier so aufmachen. Und dann klappt man hier diese Teile drauf. Uno. Y dos. Fertig. Guck mal, wie süß. Ich finde, alles aus Holz ist immer richtig schön. Da kann man dann hier so eine ganze Sache drauf abstellen. Ich muss mal gucken, was. Aber das habe ich schon mal. Dann next. Ich brauche eine Schere. Ich mache jetzt einen kleinen Haul. Ich mache schon mal alles auf. Oh, guck mal, wie süß. Kleine Herzchen. Und ich bin so excited, Leute. Ich freue mich so. Ich finde, die Sachen sind alle so süß. Guck mal, bitte, wie cute ist das mit diesen kleinen Häschen hier dran. Aber bevor jetzt der schöne Part kommt, wo wir alles dekorieren können, müssen wir aufräumen, wie immer. Ich muss meinen ganzen Schreibtisch jetzt entmüllen. Also, let's go. Wir jetzt eben schnell einen Shake machen. Ich muss aufpassen, dass er nicht umkippt. Ich habe jetzt einfach eine Banane zusammengemixt mit Milch und einen Esslöffel Vanilleproteinpulver rein. Ja, kann sein, dass ich procrastinate, Leute. Ich muss jetzt meine Schubladen machen. Die sind meine Endgegner. Ich versuche die jetzt rauszuholen, nur irgendwie klappt es nicht. Okay, ich habe mir hier einen Müllkarton gemacht und ich sortiere jetzt alles erstmal aus. Das kann ja lang dauern.
Yummy, Leute. Hier sind noch Überreste von meinem Matcha-Unfall. Ich räume jetzt hier meine Schublade wieder ein mit all den Sachen, die ich nicht aussortiert habe. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr, Leute. Das ist immer so viel Arbeit. Das bringe ich jetzt irgendwie wieder da rein. Ich habe hier noch so Organizer. Ich glaube, die packe ich mit in die Schublade. Vamos! Guck mal, wie viel Platz ich jetzt habe, bitte. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt hier alles sortiert. Hier sind so ein paar Haarsachen, Lidschattenpaletten, Krimskrams. Und hier ist halt noch mein Make-up. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir das jetzt geben möchte, das alles noch zu sortieren. Weil eigentlich ist es sortiert und ich brauche das auch alles noch. Ich habe jetzt hier in dieser süßen Dose schon so durchsichtige Haargummis reingemacht. Also hier sind so kleine Haargummis, die noch farbig sind. Und hier sind alle durchsichtigen drin. Und dann gucke ich mal, was ich hier noch rein tue. Aber ich finde das immer noch so süß. Sieht jetzt nicht aus wie Bibi Blocksberg mit dem Pferdeschwanz und diesem grünen Oberteil. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich auf jeden Fall dieses Chaos ein bisschen beseitigen will, weil hier liegen so random Sachen rum. Und dann gucke ich direkt schon mal durch, ob es da noch irgendwas gibt, was ich nicht mehr brauche. Und dann räume ich diese Organizer hier nochmal neu ein. Schaut mal, ich habe jetzt hier alles ein bisschen umsortiert und jetzt sieht es schon besser aus. Also ich habe jetzt hier sortiert nach so Sachen, die ich nicht so oft brauche. Hier ist einmal Make-up und Puder. Dann habe ich hier Wimperntusche und noch Augenbrauengel. Hier ist Blush drin und Highlighter. Hier habe ich so ein paar Lippenprodukte. Hier auch noch. War viele. Und hier, das sind alles so Augenstifte. Und da hinten sind halt noch so Fake-Wimpern oder noch so größere Sachen, die nicht mehr hier reingepasst haben. Und ich habe jetzt schon mal hier in dieses Teil, was man drehen kann, meine Schminkpinsel in die Mitte gemacht. Und dann habe ich hier in die Seite diese Teile reingemacht, weil ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll. Das ist einmal hier, um Wimperntusche zu machen, um Eyeliner zu machen. Und hier ist so eine Wimpern-Anklebpinzette. Und hier habe ich noch meine Lieblings-Lippenprodukte reingemacht. Zeit zu putzen! Leute, ich mache gerade kurze Pause. Ich kann nicht mehr. Das war jetzt irgendwie schon voll anstrengend. Und es wird schon fast dunkel draußen. Ich habe jetzt hier gerade meinen anderen Schreibtischstuhl geholt. Auf diesem Hocker, den ich für meinen Schminktisch nur hatte, da konnte ich nie drauf lernen. War so unbequem und deshalb habe ich jetzt hier meinen richtigen Stuhl. Und weil dieses Kissen so hässlich ist, habe ich jetzt hier noch so ein Schneckenkissen gefunden. Und das packe ich jetzt noch hier drauf. Und jetzt kommt es aber endlich zum schönen Part, nämlich zum Dekorieren. Ich habe jetzt hier schon mal ein Holzregal abgestellt. Guck mal, ich finde, das sieht total schön aus. Und ich habe hier so ein kleines Kistchen. Das kann man an die Seite vom Schreibtisch so machen. Dann verschwindet das hier quasi. Aber man kann trotzdem halt noch was reintun. Und man hat dann hier so kleine Klebedinger, mit denen kann ich das da rankleben. Ich hoffe, das hält. Perfekt, Leute, hier kann ich immer schön alles reinschmeißen. Das sind meine Ablage für alles, was nicht auf dem Schreibtisch sein soll. Guck mal, das habe ich jetzt auch einfach nur hier so dran geklebt. Ich hoffe, das hält, aber das ist cool. Da kann ich jetzt hier meine Stifte und so reintun. Also die Tasse ist zwar schön, aber nimmt mal so viel Platz weg. Und hier in diesem kleinen Organizer-Döschen sind schon Bobbypins drin. Die kommen jetzt noch hier in meine Schublade. Und hier habe ich mir so schöne Sticker bestellt. Schaut mal, wie cute die sind. Ich weiß zwar noch nicht gerade, was ich damit mache, aber die sind auf jeden Fall sehr schön.
Und ich bin gerade ins Bad gegangen und ich suche mir jetzt hier ein paar Sachen zusammen, die ich an dieses Teil an der Seite von meinem Schminktisch mache, weil morgens war ich eine Wimperntusche immer. Da muss ich mal ins Bad rennen, um meine Mascara, die im Augenlid ist, wegzumachen. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Micellenwasser geschnappt, Wattepads und Wattestäbchen. Und dann kann ich das direkt machen am Schminktisch. Und dann nehme ich mir das jetzt hier mal mit. Hier ist jetzt meine kleine Station. Leute, was machen wir jetzt? Bilder aufhängen oder Schreibtisch weiter dekorieren? Ich glaube, erst hängen wir hier noch meine Gossip Girl Freunde auf. So, first things first, beschrifte ich jetzt noch eben mein Whiteboard neu. Fertig, und guck mal, ich habe gerade gesehen, es hat einfach ein Pin-Ding, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich kann einfach hier so reinstecken und dann kann ich da Sachen dran pinnen, das ist ja voll cool. Jetzt auch ein Stück tiefer, weil es hing nur so blöd da oben. Da musste ich immer da oben gucken und habe gar nichts gesehen. Heute ist es gerade. Tada! Guck, wie schön es ist. Vor allem, dass jetzt hier mal der Waldorf-Schild über meinen Kalender hängt, weil dann sehe ich über meine Klassenarbeit und dann lese ich What would Blair Waldorf do? Und dann habe ich direkt Study Motivation. Und hier meine Gossip Girls. Natürlich sehe ich hier Chuck immer. Also, das ist natürlich am besten nach dem ganzen Bild. Und ja, ich finde das eine sehr schöne Ecke jetzt. Und da hängt ihr. Also, das ist eine Lampe. Das ist einfach eine Pflanze als Lampe. Guck, wie schön die Tulpen sind. Und ich stecke das jetzt mal hier ein. Ich hoffe, das reicht, das Kabel. Oh, schön. Guck mal. Das ist doch cute. So, das kommt jetzt hier hin. Dieses Teil finde ich so praktisch, weil da ist einfach alles drin, was ich jeden Tag brauche. Und dann muss ich nicht immer die Schublade aufmachen für meine Pinsel und so. Mein Lip Liner brauche ich eh immer. Das ist voll praktisch jetzt. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Bücher, die ich für die Schule brauche. Meine Formelsammlung, mein Lieblingsbuch. Das kommt jetzt hier rein. Und mein Self-Care-Journal. Boom. Als nächstes habe ich ja hier noch meinen süßen Mülleimer für Q-Tips und so. Also da kann man einfach alles reintun, was halt so auf dem Schreibtisch rumfliegt als Müll. Zum Beispiel, wenn ich da meine Wattepads oder so benutze. Ich überlege gerade, ob ich den jetzt hier hinstellen soll oder hier hinten zu den Wattepads. Ne, hier steht schon so viel. Ich glaube, ich tue ihn dahin. Schwupps. Die Dose hier habe ich jetzt noch übrig. Ich glaube, die werde ich einfach aufbewahren, wenn ich meinen Schmuck mal so sortieren will, falls das irgendwann mal passieren wird. Dann kann man halt hier so Ohrringe oder Anhänger noch reinsortieren, weil die brauche ich jetzt gerade nicht auf dem Schreibtisch. Und dann kommt hier jetzt noch aufs Regal diese kleine süße Hello Kitty Katze. Guck mal, ich finde, das ist wie gemacht dafür. Ich finde das so süß, weil dann leuchten diese zwei Sachen so. Oh, das sieht richtig schön aus. Ich kann nicht mehr. Aber ich bin fertig. Woo. Es ist alles so schön organisiert, Leute. Ich zeige euch jetzt mal den Overview. Ich habe mich morgen so freuen, wenn ich alles hier schön organisiert habe und nicht mehr 1000 Sachen hier rumfliegen, die ich erstmal auf den Schreibtisch werfen muss, damit ich überhaupt Platz habe. Guck mal, wie schön das auch schon aussieht, wenn man so von Weitem guckt mit den Lichtern an und hier noch oben mit der Lichterkette. Ich mache jetzt mal hier das Licht an, dann seht ihr noch mehr. Tada! Oh, das ist so schön. Ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsecke hier mit den Bildern und da mit den Lampen. Das ist so süß. Und hier meine kleine Ecke. Ups, zeige ich nochmal die Schubladen. Oh, das ist so eine Wohltat für meine Augen, dass die mal sortiert sind, die Sachen. Hier ist dann mein ganzes Make-up. Und natürlich the Star of the Show, mein Drehding. Und guck mal, wie süß. Das ist so eine kleine Katze, die habe ich hier noch aufgestellt. Stressed but well dressed. Das ist mein Lebensmotto generell. Und auf den freue ich mich schon, wenn ich den benutzen kann. Hier habe ich noch so eine kleine To-Do-Liste. Ach, die ist so süß. Hier oben drauf gelegt. Und hier habe ich jetzt meine kleinen Haargummis drin. Da hatte ich immer so einen Struggle. Die waren überall, Leute. In dieser ganzen Schublade waren die verteilt. Und jetzt habe ich sie hier reingetan. Und dann hier noch dieses Teil, was überraschend gut hält mit meinen Stiften drin und meiner Schere. Und ich freue mich so, dass ich jetzt endlich alles schön organisiert habe. Ich hoffe, ich konnte euch auch motivieren, euren Schreibtisch oder Schminktisch mal schön zu machen. Ich brauche noch einen Namen für meinen Schreibtisch. Schminktisch. Ich nenne jetzt einfach Schrinktisch. Für meinen Schrinktisch habe ich alles schön gemacht.
Und es ist zwar ein bisschen anstrengend, aber das Gefühl danach, Leute, ist das Allerbeste. Ich liebe es, so schön aufgeräumte Sachen zu haben und ich freue mich so, die dann alle zu benutzen. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingspart von meinem neuen Schrägtisch ist. Und ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls euch mein Video gefallen hat. Und falls ihr jetzt auch euren Schreibtisch schön aufräumt. Ich hoffe es. Räumt auf, Leute. Es lohnt sich. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächstes Video wieder. Bye, bye!